Hi Leute, was geht ab? In diesem Video zeige ich euch die Installation eines Dashcams von der Marke FitCamX bei dem Peugeot 5008. Und diese Dashcam hat den Vorteil, dass sie nur für bestimmte Automodelle entwickelt worden ist, so dass sie sich nahtlos in das Fahrzeugdesign integriert und wie ein Originalteil wirkt. Im Lieferumfang ist hier so ein Benutzerhandbuch eher für die App gedacht, mit dabei, auch auf Deutsch. Dann haben wir in meinem Modell eine Rückfahrkamera inklusive. Die ist normalerweise nicht dabei, die muss man dann auswählen, und natürlich das Kabel, was wir dann von vorne nach hinten verlegen werden. Ein Y-Kabel, worauf ich gleich bei der Installation eingehen werde, und natürlich auch die Kamera selbst, die dann wie ein Originalteil aussieht. Auch das seht ihr dann gleich bei der Installation. Dann haben wir hier so ein Hebelwerkzeug, den wir benötigen. Eine Speicherkarte ist inklusive und einen Speicherkarten-Lesegerät, was ich auch ziemlich cool finde, weil nicht jeder hat den Anschluss am Rechner. Und hier so ein paar Klammern sind dabei, wenn wir dann die Rückfahrkamera zum Beispiel nach hinten verlegen und das nicht in der Verkleidung verstecken möchten oder an der Scheibe. So, jetzt gehen wir zur Installation. Und zwar müssen wir jetzt das Stückchen hier abmachen. Ich habe, bevor ich das Video jetzt gedreht habe, geschaut, wie ich das am besten machen kann. Und das Beste ist, dafür brauchen wir nicht mal ein Werkzeug. Also wir gehen zuerst bei dieser Abdeckung mit dem Finger hier kurz rein. Einfach abziehen. Die sind angeklipst an 3 Stellen, links und rechts und hier hinten. Dann als nächsten Schritt können wir diesen Part hier oben komplett auch ebenfalls geklipst mit den Fingern vorsichtig etwas ziehen und hängen lassen. So, hängen lassen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit mit dem Finger hier an der Seite, das sind so kleine Klammern, wenn man das nicht sieht, zeige ich euch das gleich nochmal, da drücke ich einmal rein, dann ist das quasi ab und kann dann mit meinem Finger hier unten einfach mit einem leichten Druck alles entfernen. So, und zwar war das diese Stelle hinten, da habe ich mit dem Finger reingedrückt und das kam dann quasi entgegen. So, als nächsten Schritt haben wir hier die Stromversorgung. Das machen wir mit der mitgelieferten Klammer ab. Einmal reinpressen, mal rausziehen. Jetzt nehmen wir unseren Y-Kabel und schließen das an dem Auto an. Und das Kabel selbst an das Auto direkt. Da, wo das blaue vorher dran war. Dann haben wir noch einen Anschluss und die kommt dann für die Kamera an den Dashcam. Ich nehme zuerst den Part mit der Kamera. Hier haben wir 2 Anschlüsse. Einmal den Anschluss für die Kamera nach vorne und hier mit so einem Blättchen dran der Anschluss für die Kamera für den hinteren Bereich. Und jetzt einfach in umgekehrter Reihenfolge alles anschließen und dabei achten, dass ihr auch die Stelle, wo wir mit dem Finger reingepresst haben, als erstes reindrückt. Dann ist das schon mal ein bisschen arretiert und können quasi mit dem anderen, auf der anderen Seite weitermachen. So, haben wir das. Hier. Und achtet, dass die Kabel alle drin bleiben. So sieht das dann aus, wenn alles wieder angeschlossen ist, wie ein Originalteil. Und die Verkabelung für die Kamera nach hinten habe ich dann hier reingelegt und an der Kante entlang bis hinten in den Kofferraum verlegt. Die Kamera für hinten kann man hier noch beim Winkel anpassen. Ansonsten habe ich die Kabel jetzt hier so versteckt und wie gesagt dann komplett hinten entlang an der Säule. Und achte darauf, dass ihr ein bisschen Kabel übrig lässt, damit die Heckklappe sich öffnen und wieder schließen kann, ohne die Kabel zu beschädigen. So schaut es dann aus von außen. Wie gesagt, wie ein Originalteil. Man merkt gar nicht, dass da eine Dashcam installiert ist. Besser geht's gar nicht. Jetzt werfen wir mal einen Blick in die App.
Nachdem ihr die Kamera mit dem WLAN verbunden habt, mit dem voreingestellten Passwort 12345678, haben wir die Möglichkeit, hier auf Kamera verbinden zu klicken und bekommen sofort eine Live-Ansicht für vorne und hinten, den man dann auch so umstellen kann, dass man entweder hinten als Hauptbildschirm hat und vorne als Nebenbildschirm oder als Einzelbildschirm für vorne oder nur für hinten. Hier unter den Kameraeinstellungen können wir die Auflösung anpassen. Man kann einstellen, inwieweit er am Stück aufnimmt, 1 Minute oder 3 Minuten. Belichtungskorrektor kann man anpassen. Die Empfindlichkeit bei einer Kollision kann man einstellen. Der Parkmonitor ist nur verfügbar, wenn man das mit einem zusätzlichen Kabel auf Dauerstrom anschließt. Den bekommt man auch direkt von FitCam-X. Und man kann hier auch den Namen der Dashcam ändern. Unter Kameradatei haben wir alle Aufnahmen, die die Dashcam macht, die man dann auch von hier aus auf das Smartphone abspeichern kann. Und zu guter Letzt unter Mehr auf App-Einstellungen gibt es hier verschiedene Sprachen, die die App unterstützt. So, jetzt folgen einige Aufnahmen von der Dashcam von Tag und Nacht, Vorder- und Rückkamera. Und ja, ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass die Dashcam sowohl in Bezug auf das Design als auch auf die Technik alle Anforderungen erfüllt. Und falls ihr auch der Meinung seid, findet ihr den Link in der Videobeschreibung. Und bis dahin vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.